Und heute beginnen wir mit Sitzen, 20 Minuten Sitzen. Das heißt, such dir eine Position, wo du aufrecht sitzen kannst. Und zuerst einmal ankommen. Vielleicht spürst du den Kontakt des Gesäßes mit der Unterlage. Und vielleicht spürst du die Füße, kannst die Temperatur wahrnehmen. Und erlaube dir, das Gewicht abzugeben auf den Stuhl oder vielleicht sitzt du auf einem Sitzkissen im Bewusstsein, dass das Sitzkissen oder der Stuhl diesen Körper trägt und ich kann und darf mir erlauben, anzukommen in diesem Moment. In diesem Körper, mit diesen Bedingungen. Und es kann ganz gut sein, wenn wir am Anfang uns vergewissern und uns fragen, was ist meine Intention? Warum meditiere ich? Und wenn die Intention geklärt ist, dann die Einladung, die Aufmerksamkeit aufs Hören lenken. Wenn der Klang der Glocke verschwunden ist, die Aufmerksamkeit auf den Körper lenken, spüren, wie der Oberkörper sich vom Becken her sanft aufrichtet. Würdevoll mir selber gegenüber und den Bedingungen, so wie sie jetzt gerade sind. Und die erste Atembetrachtung aus der buddhistischen Lehrrede über die 4 Grundlagen der Achtsamkeit ist die Betrachtung des Ein- und Ausatmens. Wenn ich einatme, weiß ich, dass ich einatme. Und wenn ich ausatme, weiß ich, dass ich ausatme. Und ich brauche dabei den Atem nicht zu verändern. Es gibt nichts zu tun am Atem, sondern wir wollen einfach spüren, wo spüre ich den Ein- und Ausatmen im Körper. Und da verweile ich für einen Moment mit der Aufmerksamkeit.
Vielleicht, vielleicht ist es beim Bauch, die Einatemempfindung beim Heben des Bauches und die Ausatemempfindung, das Senken des Bauches. Dann ist dort mein Anker, der mich immer wieder zurückholt, wenn ich abdrifte, nicht mehr im Hier und Jetzt bin, diesem Körper anwesend bin. Vielleicht ist es für mich am einfachsten, den Ein- und Ausatmen beim Brustkorb zu bemerken. Dann ist da der Ort im Körper, wo ich mich immer wieder zurückholen kann. Das Heben und Senken des Brustkorbes. Vielleicht ist da der Atem für dich am einfachsten zu spüren. Oder vielleicht spürst du den Ein- und Ausatmen am einfachsten bei der Nase, die Luft, die ein- und ausströmt. Einatmend spüre ich die Einatemempfindung und ausatmend spüre ich die Ausatemempfindung. Es gibt nichts zu tun. Wir üben das Sein im gegenwärtigen Moment. Also wenn ich bemerke, das sind Gedanken, dann ist das völlig normal, dass der Geist denkt. Aber wenn ich es bemerke, ist immer auch Achtsamkeit schon bereits wieder da. Ich kann mich freuen, dass ich jetzt von neuem den nächsten Ein- und Ausatmen spüren kann, vielleicht auch bemerke, wie von alleine dieser Atem in den Körper ein- und ausströmt. Ich brauche mich dabei nicht anzustrengen, muss dabei den Atem nicht verändern. Ich darf in den Raum
geben, den er braucht. Ich muss nichts tun. Vielleicht ist der Atem tief, vielleicht ist er flach. Das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist jetzt in diesem Moment, dass wir ankommen im gegenwärtigen Moment und annehmen den Atem, so wie er jetzt gerade ist. Also die erste Atembetrachtung ist einfach zu spüren, den Ein- und Ausatmen und zu wissen, so fühlt sich jetzt der Einatmen an und so fühlt sich der Ausatmen an. Hm. Und die zweite Atembetrachtung, die wir vorfinden bei den 4 Grundlagen der Achtsamkeit in der buddhistischen Lehrrede. Die zweite Atembetrachtung ist zu wissen und zu spüren, der Einatmen ist vielleicht lang oder kurz und der Ausatmen ist vielleicht lang oder kurz. Das ist die zweite Atembetrachtung, die Länge des Atems wahrnehmen, so wie sie ist, nicht so wie wir es gerne hätten, sondern akzeptieren diesen Moment. Der Einatmen ist tief, lang oder was auch immer und der Ausatmen ist jetzt tief, lang oder vielleicht etwas dazwischen. Das ist die zweite Atembetrachtung. Und wenn jetzt dann gleich der Klang der Klangschale erklingt, die Einladung ganz bewusst wahrnehmen, da kommt der Klang, er entsteht und er vergeht von alleine. Und ich kann dies, wie auch beim Atem, als einer freundlichen, empfangenden inneren Haltung wahrnehmen.
der Klang der Klangschale beendet die formelle Sitzmeditation, aber er lädt uns auch gleichzeitig ein, die Achtsamkeit jetzt mitzunehmen, wenn ich mich jetzt gleich aufmache, um mir eine Bahn zu suchen, wo ich ein paar Schritte hin und her gehen kann für die formelle Gehmeditation. Dazu möchte ich uns jetzt einladen. Das heißt, nimm die Achtsamkeit mit, so gut es geht, wenn du dir jetzt eine Bahn suchst, so wie ich, wo du ein paar Schritte hin und her gehen kannst. Du spürst vielleicht, wie der Körper geht zu dieser Bahn. Und wenn du angekommen bist am Anfang der Bahn, noch einmal ganz bewusst ankommen und spüren, wie jetzt gerade der Körper dasteht. Vielleicht spürst du den Kontakt der Fußsohlen mit dem Boden. Vielleicht ist da Wärme spürbar. Und du kannst auch mal schauen, ist es eher angenehm oder unangenehm, dieser Kontakt des Fußes mit dem Boden. Und dann die beiden Beine. Vielleicht bemerken, ob die Knie durchgestreckt sind oder ob du leicht in den Knien bist. Und der Oberkörper spüren, beiden Arme, die seitlich am Körper hängen. Oder vielleicht hast du die Arme vorne verschränkt vor dem Bauch. Experimentiere für dich, wie es für dich jetzt gerade stimmig ist. Und wenn du bereit bist, dann kannst du den ersten Gehschritt ausführen und so gut wie es geht mit liebender Zuwendung im Körper bleiben, sich dem Körper zuwenden, wie er Schritt für Schritt diese Bahn entlang geht. Und am Ende der Bahn angekommen, bleibe ich einen Moment stehen und weiß, dass ich stehe, weil ich es auch spüre. So steht jetzt der Körper da und so sind die Körperempfindungen, die ich dabei erfahre. Dann kann ich den Wechsel machen, also ich drehe mich und spüre, wie das Gewicht verlagert wird von einem Bein aufs andere und habe dann die Bahn wieder vor mir. Und wenn ich bereit bin, vollziehe ich wieder den ersten Schritt. Richte die Aufmerksamkeit zu den Füßen, spüre, wie der Fuß nach vorne getragen wird, sich aufsetzt, sich abrollt und der hintere Fuß wieder nach vorne getragen wird, sich aufsetzt und abrollt. Nur diesen einen Schritt, so gut wie es geht, im Körper ankommen. Natürlich denkt der Geist, es sind wieder Gedanken da. Und wenn ich es bemerke, ist es genau das Gleiche wie beim Sitzen. Ich brauche mich nicht zu ärgern, sondern ich kann Freude empfinden, Dankbarkeit, dass
in mir diese Achtsamkeitsfähigkeit auf eine natürliche Weise angelegt ist, dann habe ich eine Wahlmöglichkeit, mich von Neuem ganz frisch, freundlich, liebevoll, mich dem nächsten einen Schritt zuzuwenden. Nichts anderes, nicht mehr, nicht weniger, nur dieser eine Schritt spüren. Und wenn du das nächste Mal am Ende der Bahn angekommen bist, schließ für dich diese formelle Gehmeditation ab und nimm die Achtsamkeit wieder mit, wenn du dich dann wieder von neuem zu 15 bis 20 Minuten Sitzen bereit machst. Lass dir Zeit. Und wenn du dich von neuem eingerichtet hast beim Sitzen, die Aufmerksamkeit wieder aufs Hören lenken für einen Moment und bereit sein für den Klang der Klangschale, der da jetzt gleich kommen wird. Und beobachte einfach mal, ob du diesen Klang, wie nimmst du den Klang wahr? Kommen Gedanken auf oder ein Gefühl, eine Erinnerung? Was es auch ist, nimm dies einfach alles wahr, bis der Klang der Klangschale verschwunden ist.
Und sobald der Klang der Klangschale verschwunden ist, kann ich mich von Neuem etablieren im Sitzen, eine aufrechte und zugleich entspannte Sitzhaltung suchen. Und manchmal kann es hilfreich sein, wenn ich so wie ein bisschen mit dem Oberkörper hin und her pendle, so dass der Körper ein natürliches Sitzen ermöglicht. Hm. Und unnötige Verspannungen im Körper darf ich loslassen, so gut es geht. Stirn entspannen, Augen, Gesicht, Unterkiefer, Hals, Nacken, Schultern, die beiden Arme, die Hände spüren, vielleicht wie sie im Schoß liegen oder den Kontakt spüren auf den Oberschenkel. Dann das Gesäß spüren im Kontakt mit der Unterlage, der Druck, so wie es jetzt gerade ist. Wir sind eingeladen, freundlich wahrzunehmen, wie der Körper sich niederlässt, das Gewicht abgegeben werden kann und darf. Ich mir eine Pause gönne, eine Achtsamspause. Und wenn du soweit bist und du magst, kannst du jetzt die Aufmerksamkeit wieder auf den Atem lenken und schauen, spüren, erforschen mit einem Interesse, das kein bestimmtes Ziel erreichen will, sondern es ist vielleicht so wie ein Kind, das ein kleines Tier am Boden sieht. So kann ich auch mal gucken, wo spüre ich, wo ist es für mich am einfachsten, die Atemempfindungen zu spüren, ohne Vorstellung, wie es sein sollte oder was richtig ist, was gut wäre. Einfach mal schauen, wo spüre ich Atem und Bewegung im Körper. Das ist die erste Atembetrachtung. Ein- und ausatmen spüre ich und weiß ich, dieser Körper atmet. Und er tut es von alleine. Er weiß, wie man atmet. Ich darf mich also ruhig dieser Atemempfindung hingeben, ohne dass ich dabei den Atem verändere. Vielleicht so wie ein Surfbrettfahrer oder eine Surfbrettfahrerin, die auf der Welle reitet. Also sie verändert die Welle nicht, sondern sie reitet auf der Welle, die Surferin oder der Surfer. Und so kann ich auch auf der Atemwelle mitreiten. Und es vielleicht sogar genießen, je nachdem, wie die Bedingungen sind.
Und jedes Mal, wenn ich wegdrifte, wieder freundlich zu bemerken, oh, ich war gerade woanders. Okay, ich komme wieder zurück und spüre einfach nur den nächsten Ein- und Ausatmen. An der Körperstelle, wo es für mich am leichtesten ist, einfach spüren. Wo spüre ich die Atemempfindung jetzt? Und dann da bleiben als Ankerpunkt, der mich immer wieder zurückholt und der helfen kann, dass sich der Geist ein bisschen bündelt, ein bisschen Sammlung entstehen kann. Vielleicht ist es beim Bauch, das Heben und Senken der Bauchdecke, vielleicht ist es eher beim Brustkorb oder vielleicht bei der Nase oder vielleicht woanders. Dort, wo es am einfachsten ist, wo ich mich wie auf eine Art zurücklehnen kann, an dieser Körperstelle verweile ich und nehme wahr, wie der Körper von alleine ein- und ausatmet. Und bei der zweiten Atembetrachtung, da kann ich schauen, die Länge des Einatmens und Ausatmens. Und wenn ich sage, da kann ich schauen, dann meine ich einfach spüren, ist der Einatmen eher lang, kurz oder etwas dazwischen? Und wie ist der Ausatmen? Lang, kurz oder etwas dazwischen? Und wenn es für dich stimmt und wenn du Interesse hast, dann kannst du jetzt die dritte Atembetrachtung aus der buddhistischen Lehrrede über die 4 Grundlagen der Achtsamkeit mit mir erforschen. Da geht es darum, den ganzen Atembogen zu spüren oder den ganzen Atemkörper vom Anfang des Ein- bis zum Ende des Ein- und dann den Übergang zum Anfang des Ausatems bis zum Ende des Ausatems. Vielleicht zu bemerken bei den Übergängen zwischen Ein und Aus oder zwischen Aus und Ein. Da gibt es vielleicht eine Pause, vielleicht gibt es keine Pause. Einfach mal interessiert, freundlich, liebevoll anerkennen, wie jetzt dieser eine Atemzug, dieser Körper vollzieht, ohne den Atem zu verändern. Es ist keine Atemübung in dem Sinne, dass wir
den Atem verändern wollen oder richtig atmen wollen, sondern wir wollen einfach wahrnehmen, wie es jetzt gerade atmet, dieser Körper, der ganze Atem, vom Anfang des Ein bis zum Ende des Aus. Und wenn ich bemerke, bei dieser dritten Atembetrachtung, da irgendwie strenge ich mich an oder das ist nicht beruhigend, dann kann ich selbstverständlich wechseln wieder zur ersten Atembetrachtung und einfach wieder schauen, wo spüre ich den Einatmen im Körper und wie spüre ich ihn und wo ist der Ausatmen, vielleicht das Senken des Bauches oder vielleicht bei der zweiten Atembetrachtung verweilen, wenn das für dich unterstützend ist, bei der Länge, anerkennen, wie die Länge des Atems ist. Oder die dritte, der ganzen Atembogen mit den Übergängen, die Aufmerksamkeit aufrechterhalten. Mhm. Und die vierte und letzte Atembetrachtung aus der buddhistischen Lehrrede über die 4 Grundlagen der Achtsamkeit, die ist so, dass wir versuchen, den ganzen Körper ein- und ausatmend zu entspannen, so gut wie es geht. Ich kann anfangen vom Kopf beim Einatmen sowie durch den Körper gehen mit der Aufmerksamkeit, bis ich am Ende des Ausatmens bei den Füßen angekommen bin. Und lasse dabei Entspannung zu, dort wo es möglich ist. Insbesondere beim Unterkiefer. Entspannung zulassen. Und auch beim Ein- und Ausatmen kann ich den Körper, mir erlauben, den Körper zu entspannen, so gut es geht. Und auch die innere Haltung, wenn sie
nicht entspannt ist, versuchen einfach sein zu lassen, wahrzunehmen, loszulassen. Ein- und ausatmend spüre ich den ganzen Körper und lasse ihn los im Sinne von nicht unnötige Verspannungen erlaube ich loszulassen und auch unnötige Verspannungen im Geist. Nur jetzt anwesend sein, in diesem einen Moment, dieser eine Ein- und Ausatmen. Wir können später, wenn wir die formelle Meditation beendet haben, wieder denken, aktiv denken. Aber jetzt lassen wir das Denken vorbeiziehen. Immer wieder, wenn ich es bemerke, okay, ich richte die Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper und entspanne so gut es geht. Spüre den ganzen Körper, wie er da sitzt, atmet. Jemand hat mal gesagt, ein Moment des Friedens mit mir selber ist immer auch ein Moment des Friedens für die ganze Welt. Und jemand hat auch gesagt, wenn die Welt nicht gut ist, dann muss ich meine Bemühungen verstärken, selbst gut zu sein. Ich glaube, das war Marcus Ananda. Wenn du magst, kannst du jetzt zum Schluss noch einmal ganz bewusst den ganzen Körper spüren und mal schauen, was braucht jetzt der Körper vielleicht? Eine Dehnung oder ein sich neu ausrichten im Sitzen. Und wenn du so nach innen schaust, in dein Inneres, schau mal dich zu fragen, ohne gleich eine Antwort zu haben, was könnte jetzt ein freundlicher Wunsch für dich selber sein? Für jetzt diesen Moment.
Vielleicht taucht ein Wunsch auf, spontan oder ein Wort, ein Satz. Und wenn nicht, dann lass dir Zeit. Vielleicht magst du dich fragen, für was bist du jetzt dankbar? Ich bin zum Beispiel dankbar, dass ich den Mut habe, dies online zu machen, zum ersten Mal. Ich bin dankbar dafür, dass die Bedingungen gerade günstig sind für mich, dass ich ein Zimmer habe, wo ich mich zurückziehen kann für einen Moment. Dafür bin ich dankbar. Dann kannst du die Sitzmeditation mit dem Klang der Klangschale beenden, noch einmal hören, wie der Klang ins Bewusstsein kommt, von alleine, ohne Anstrengung und wie auch wieder verschwindet. Ja, schau, was du jetzt brauchst, vielleicht ein Gähnen, Strecken, noch ein Schluck Tee.